Moin und willkommen bei den PCGH News. Ja, ihr habt richtig gehört, wir benennen das Newsformat um. Aber wir werden euch weiterhin wie gewohnt über Hardware-Themen auf dem Laufenden halten. Wir haben 2 Hersteller gefragt, wann DDR5 verfügbar sein wird, und der Nvidia-Chef sieht kein Ende der Grafikkartenkrise im nächsten Jahr. Es gibt Gerüchte über eine Neuauflage der RTX 2060 mit 12 GB und in China ist eine mysteriöse neue Grafikkarte aufgetaucht. Es könnte so schön sein für Intel. Die neuen Alder Lake CPUs für Sockel 1700 sind gut verfügbar und auch die passenden Z690 Mainboards lassen sich problemlos bestellen. Nur DDR5 RAM spuckt Intel quasi in die Suppe. Schon kurz nach dem Launch von Alder Lake war die DDR5 RAM-Verfügbarkeit schlecht und die Situation hat sich weiter verschlechtert. Wir haben bei den Herstellern G.Skill und Adata nachgefragt, wann sie erwarten, dass sich die Verfügbarkeit für Kunden spürbar verbessert. Miles Liu von G.Skill ist hier optimistisch. Man gehe davon aus, dass sich die Verfügbarkeit von DDR5 schon ab Ende November bis Dezember verbessern werde. Christian Schenke von Adata schielt mit der besseren Lieferbarkeit eher auf das erste Quartal 2022. Bleibt die Frage nach dem Warum. Adata gibt zu Protokoll, dass im Moment alles von der Verfügbarkeit der integrierten Schaltkreise und den Lieferanten abhängt. Laut Schenke habe man frühzeitig Bauteile bestellt und gute Beziehungen zu Lieferanten, sodass eine Verbesserung bis zum ersten Quartal 2022 möglich sein soll. Auch bei G.Skill hängt die schlechte Verfügbarkeit in erster Linie am begrenzten Angebot von Komponenten. Bei G.Skill rechnet man weiterhin damit, dass dann die gesamte angekündigte Produktpalette besser verfügbar sein wird. Somit muss man sich laut G.Skill keine Sorgen machen, dass zuerst nur Kits im Niedrigfrequenzbereich erhältlich sind. Da hilft nur abwarten und Tee trinken. Wir schlittern direkt von einer Verfügbarkeitskrise in die nächste. Nvidia-Chef Jensen Huang äußerte sich in einem Interview mit dem Yahoo Finance eher pessimistisch gegenüber der Verfügbarkeit von Grafikkarten im nächsten Jahr. Laut Huang wird die Nachfrage das Angebot auch 2022 bei weitem übersteigen. Man habe kein Wundermittel für die Steuerung der Lieferkette. Huang fügt hinzu, die Lieferkette sei vielfältig und Nvidia eine große Firma, sodass wir die Unterstützung eines großen Ökosystems um uns herum haben. Mit dieser pessimistischen Einstellung ist Huang leider nicht allein. Sony PS5-Lieferant Toshiba erwartet eine Entspannung frühestens im September 2022. Der Intel-Chef Pat Gelsinger will sogar gleich mehrere Jahre der Dürre sehen. Nicht ganz so weit will der Xbox-Chef Phil Spencer gehen, aber auch er prophezeit Lieferschwierigkeiten für das Jahr 2022. Bei AMD ist man da noch etwas optimistischer und erwartet steigende Umsätze bei den Chips für PS5 und Xbox Series X. Laut Nvidia wird alles, was an Waren reinkommt, direkt wieder weiterverkauft. Sie versprechen aber, weiter hart daran zu arbeiten, das Angebot für die überwältigende Nachfrage in dieser Weihnachtszeit zu erhöhen. Wir werden sehen, wer am Ende die richtige Prognose hatte. Die Gerüchteküche brodelt mal wieder im Hause Nvidia. Die Meldungen um eine Neuauflage der RTX 2060 mit doppeltem Videospeicher, also 12 statt 6 GB, machen schon seit geraumer Zeit die Runde. Jetzt sind in der für Einfuhrankündigungen zuständigen Datenbank der Eurasian Economic Commission entsprechende Einträge vom Hersteller Gigabyte aufgetaucht. Laut Videocards.com sind die genauen Spezifikationen des neuen RTX 2060 Modells mit verdoppeltem Speicher noch nicht ganz klar. Nvidia könnte demnach genauso gut eine andere GPU verwenden, wie zum Beispiel den GA104-Chip, da dieser Pin kompatibel mit dem GA106 ist. Das Unternehmen könnte dabei auch GPUs des später veröffentlichten Supermodells der RTX 2060 mit mehr CUDA-Kernen wiederverwenden, da die 1920 CUDAs des ursprünglichen 2060-Modells womöglich für den gedachten Einsatz nicht konkurrenzfähig sind. Die neuesten Gerüchte sollen darauf hindeuten, dass die GeForce RTX 2060 12 GB am 7. Dezember enthüllt werden soll, wobei es bisher noch keine Bestätigung seitens der Quellen von Videocards.com gab. Das chinesische Unternehmen Innosilicon hat mit der Fenghua No. 1 eine Grafikkarte angekündigt, die vielversprechende Eckdaten hat. Beispielsweise soll die GPU unter anderem auf PCI Express 4.0 und modernen GDDR6X-Speicher setzen. Zudem ist die Rede von verbautem HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 Anschlüssen, womit die Grafikkarte eher für den Workstation als für den Serverbereich gedacht sein dürfte. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt leider keinerlei Angaben zum geplanten Release oder zur eingesetzten GPU bzw. deren Leistung. Es ist aber stark anzuzweifeln, dass die Fenghua No. 1 eine nennenswerte Konkurrenz zu AMD oder Nvidia sein wird. Stattdessen wird die Grafikkarte vermutlich als langsamere Alternative hauptsächlich an Geschäftskunden in China verkauft werden. Zudem können auch Kryptowährungen im Fokus stehen, denn Innosilicon bietet auch einige Miner für Bitcoin und Ethereum an. Das war's auch schon wieder mit den PCGH News. Wir freuen uns über ein Like und ein Abo und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!